Marina di Venezia, Storys, die die Welt nicht vergessen kann. Ihr kommt woher? Aus Gifhorn kommen wir. Aus Gifhorn. Das ist schon ganz schön weit weg, oder? Ja, so 1200 Kilometer sind das schon. Ihr seid das erste Mal hier? Wir sind das erste Mal hier und auch nur durch Zufall. Wir hatten letzte Woche noch einen anderen Platz gebucht, 20 Kilometer weg. Auch 5 Sterne, der war nix. Und dann dachten wir, komm, wir fahren einfach mal hierher, fragen nach, ob sie noch was haben. Und zufällig hatten sie noch genau eine Lodge und die haben wir dann einfach gesagt, komm, wir bleiben eine Woche länger. Hauptsache, wir können hierher. Ich bin jetzt auch in der Lodge. Die Lodges sind schon ziemlich cool, oder? Ja, die absolut cool. Also kein Vergleich zu anderen Plätzen. Da muss man sagen, hier absolut top. Sind es nah am Meer, die Lodges? Oder? Wie bitte? Sind die nah am Meer dran? Nö, wir stehen jetzt hier vorne, aber ich meine, zum Aquapark ist nicht weit, zum Meer ist es auch nicht weit. Also alles Das heißt, wunderbar. ihr seid auf gut Glück hier runtergefahren, habt gedacht, vielleicht kriegen wir noch was, oder wie? Nein, wir waren auf einem anderen Platz. Hat euch nicht gefallen? Genau. Absolut nicht, waren 5 Sterne, meiner Meinung nach keine 3, deshalb nenne ich keinen Namen. Und dann dachten wir, komm, wir fahren jetzt einfach mal rüber, fragen, ob nicht doch irgendwo was frei ist. Ja. Und dann hatten sie noch eine frei und dann haben wir gesagt, gut, dann bleiben wir eine Woche länger. Normalerweise wären wir heute wieder nach Hause. Wir bleiben mal bis Freitag und sind jetzt hier. So, ja. Der Platz bietet einiges, man kann hier wunderbar natürlich auch chillen, essen. Wie ist der Strand? Wie ist der Stand? Ja, gut, sehr gut. Okay. Ist er sauber? Ja, sehr sauber. Okay. Ich finde das sehr sauber im Gegensatz zu vorher. Ne? Ja, auf jeden Fall, definitiv. Interessant, ja, der Platz ist schon sehr alt. Also viele Leute kommen seit Jahrzehnten her, seid das erste Mal hier. Würdet ihr noch mal wiederkommen? Oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was ist jetzt so zu machen? Was macht ihr jetzt gerade? Was habt ihr vor? Wir haben jetzt eigentlich vor, unsere E-Scooter zu holen. E-Scooter? Ja, Achso, genau. von einem Verleih oder was? Nee, gekauft. Ihr habt gekaufte Wir wollen E-Scooter? kaufen, genau. Okay, cool. Teuer, so ein E-Scooter? Teuer? Ja, teuer ist relativ. 1000 Euro pro Stück oder? Nee, weniger. Nee, weniger. Ist eine günstige Kategorie, die du hier im Campingshop kriegst. Also sagen wir, unter 400 kriegst du hier den Roller. Ja. So, da vorne ist ein Wohnmobil drauf. Ihr habt auch ein Wohnmobil, oder? Wir hätten seit Februar 1, aber irgendwie wird seit ein Fiat erst ab September gebaut. Deshalb mussten wir alles umbuchen, weil geplant war, wir fahren den Sommerurlaub mit dem Wohnmobil. Ja, und kam keins. Deshalb konnten wir hier den Platz auch nicht buchen. Aber das T-Shirt hast du schon gemacht, oder? Wir hatten alles schon fertig. Wir haben die komplette Ausstattung fürs Wohnmobil. Weil wie gesagt, seit Februar hätten wir es haben sollen. Ja. Und jetzt wird es erst im September gebaut. Wir haben die komplette Ausstattung schon. Du siehst aus wie ein Handwerker. Bist du Handwerker? Ja. Was bist du, Dachdecker? Nein. Zimmermeister? Nee, ich bin Meister im Karosseriebau. Ein Karosseriebau. Das heißt, du kennst gut an. Darf ich mal sehen, was du aus hier auf dem Arm? So, das ist ziemlich cool. Eine Landkarte. Was ist das? Das ist einfach nur eigentlich ein Muttermal, wo ich gesagt habe, ich lasse das umranden. Nee. Da sprechen mich alle Tätowierer drauf an, aber das ist einfach wirklich Muttermal. Und da habe ich gesagt, ich mache da einfach die Insel draus. Massimo, wir haben Glück. Die beiden sind das allererste Mal hier. Die waren mal auf einem anderen Platz. Auch 5 Sterne, wollen keinen Namen nennen. Das ist okay. Das ist okay, klar. Und da hat es euch gar nicht gefallen. Ne? Überhaupt nicht. Also für 5 Sterne, wie gesagt, meiner Meinung nach keine 3. Okay, so ist Das muss man leider sagen. Er ist nämlich der Kommunikationschef. Wir hatten gerade eben das Thema, er liest sich alle Bewertungen durch. Was würdet ihr denn sagen? Ihr seid jetzt, wie viele Tage seid ihr hier? Wir sind erst heute angereist. War das nett, die Begrüßung? Ja, sehr nett, war sehr toll. Ja, war super. So, ich habe keine Fragen mehr. Gifhorn, das sagt man, ja. Zwischen Wolfsburg und Hannover. Genau. Zwischen Wolfsburg und Hannover, ja. Du hast eine Frage, gell? Ja, für mich ist immer wichtig, wenn uns einige Gäste einen Tipp oder einen Ratschlag geben. Ja, der andere Platz war nicht 5 Sterne wert. Ich sage, 5 Sterne werden ja normalerweise auch offiziell von verschiedenen Ämtern gegeben. Aber natürlich, ich glaube, für jeden Campingplatz ist es wichtig auch zu wissen, wieso nicht 5 Sterne bewertet wird oder so. Weil ich glaube, was für mich eigentlich wichtig ist, oder sagen wir, wie ich es sehe, ja, ich sage, wir können aus den Ratschlägen oder aus dem, was uns die Gäste auch erzählen oder schreiben, können wir ja versuchen, uns zu verbessern. Ja. Und ich glaube, jeder Unternehmer möchte auch sich verbessern, beziehungsweise versuchen, etwas besser zu machen, wenn es den Gästen nicht gefallen hat. Aber ihr nehmt die Kritik ja an oder wollt es verbessern. Klar. Auf dem anderen Platz wollte man überhaupt keine Kritik hören. Okay. Da war man bezahlt, geht wieder und von daher. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Urlaub. Und wir machen jetzt Bericht mal über diesen ganz tollen Kinderspielplatz. Der hat es mir nämlich ein bisschen angetan für die ganz Kleinen. Vielen Dank euch beiden. Viel Spaß mit eurem E-Scooter und denkt dran, immer mit Helm. Immer mit Helm? Ja. Mach deine Videos weiter so, ich verfolge sie. Und deshalb kenne ich Massimo auch von letzten Jahr von deiner Tour über den Plan. Du hast das Video von mir gesehen? Ja, klar. Okay, cool. Das freut mich sehr. Dankeschön. Wir verfolgen alles. Da hat er nämlich eben mit dem nackten Finger auf mich gezeigt und hat gesagt, da vorne ist er. Da läuft er. Tschüss. Ich war mir jetzt nicht sicher, weil
viele Videos mit Bart, ohne Bart, deshalb. Ja, und dann, aber an der Stimme habe ich es dann sofort erkannt. Genau. Jawohl. Oh je, und dann das- halt Saarlandfernsehen, ganz Danke. klar. Ne? Ciao, ciao. Okay, macht's gut. Ciao, tschüss. Das ist was ganz Tolles. Guck mal hier, das ist für mich auch toll. Wenn du irgendwelche Leute, die sehen, ich erkenne dich so ein bisschen, obwohl ich ja immer hinter der Kamera bin. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das wahre Leben zeigt auf so einem Platz und nichts verschönt. Wir haben im letzten Video gar nichts geschnitten. Jetzt ist so heiß, jetzt müssen wir schon mal schneiden, weil die Kamera heiß wird. Was ist das hier? Also das hier, das ist der Gommerland. Das ist für ganz die kleinen Kinder ein Spielbereich, der ist kostenpflichtig. Das sind halt verschiedene Attraktionen, vor allem für die kleinsten Kinder. Ja, und hier nebenan, da haben wir den Leopark. Der Leopark, das sind andere Spiele, die also nicht kostenpflichtig sind und der ist frei für verschiedene Altersgruppen. So, du bist gerade ausgebucht, muss man sagen. Das ist immer ganz wichtig zu erwähnen, weil viele filmen ja, damit sie leere Strände haben, quasi an Zeiten, wo keine Hauptsaison ist, sondern es ist so weitläufig, dass sich die Leute wirklich nicht auf die Füße treten. Nee, also hier bei uns, es sind ja 80 Hektar, der Campingplatz ist riesig. Dann kommt nochmal der Strand dazu. Es ist 1,2 Kilometer breiter Strand. Links und rechts kann man weiter bis zur Mole oder bis hinauf nach Casavio gehen. Also die Tiefe ist dann 250 Meter. Also das verteilt sich sehr gut und das ist natürlich ideal. Man trifft eigentlich nicht immer so sehr auf die einzelnen Gäste. Ja, man merkt nicht, wie viele Gäste direkt auf dem Campingplatz sind. Ja, Schatten ist wichtig bei so Kinderspielplätzen, damit die Kinder nicht über... Das ist gar nicht so einfach, hier die ganzen Bäume zu pflanzen. Die sind ja schon alt. Wie alt ist der Platz überhaupt? Also der Campingplatz, den gibt es seit 1958 und da wurde eigentlich alles so eingestellt, die einzelnen Bäume und so. Da gab es gar nichts vorher. Ja, und das wurde alles neu gebaut. Klar, der Campingplatz wurde neu strukturiert mit Wasserleitungen, Abwasser, Strom und alles drum und dran, was es halt braucht, um so eine Riesenstruktur aktiv zu halten. Ja. So, das ist jetzt der Platz, der ist kostenfrei hier, wo wir gerade sind? Genau, also der Leopark ist kostenfrei. Das sind verschiedene Attraktionen für die Kinder. Und hier nebenan, das ist Gommerland, da siehst du, wo die Kinder da springen. Das hingegen ist ein Bereich, der ist kostenpflichtig. Ja, das ist quasi so eine Art Spielewelt, wo du drin bist. Das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, wenn das kostenfrei wäre, gäbe es auch viele Unfälle, viel zu viele Kinder, die stoßartig zum Beispiel auf Trampolins springen. Ich kenne das, ist aber nicht teuer, habe ich gesehen. Ja, es lässt sich bezahlen. Sagen wir so, bestimmte Attraktionen im Campingplatz sind gegen Bezahlung, damit man eben so ein bisschen, man muss irgendwo einen Filter setzen, weil ansonsten wäre das zu überlaufen und dann würde man bestimmte Attraktionen wahrscheinlich auch nicht so nutzen können, wie man sie sonst nutzen kann. So, hier ist was ganz Tolles. Ihr habt wirklich viele Leute beschäftigt, die mit Kindern arbeiten, künstlerisch zum Beispiel. Wie werden die bei euch durchgecheckt, zum Beispiel das Personal? Wie geht ihr damit an? Machen die so Tests, ob die malen können, ob die nett sind? Wie läuft das? Schau, das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben natürlich ein Team, das ist verantwortlich für die Abendunterhaltung und für die Animation untertags. Und die müssen natürlich spezifische Fähigkeiten haben, vor allem in kreativen Tätigkeiten. Hier zum Beispiel, das ist ein anderer Bereich, hier kann man venezianische Masken malen. Hier sind so Tonfiguren, die man dann eben mit den Farben nach eigener Kreativität eben bemalen kann und dann werden sie direkt hier vor Ort noch verziert. Das ist schön. Ja. Du, das sind halt so Aktivitäten, die dann vor allem Familien mit Kindern gerne machen, damit man sich auch eine kleine Erinnerung für zu Hause mitnehmen kann. Oh, das ist auch was man mitnimmt. Also es sind ja nicht nur die Fotos, die auf dem iPhone drauf sind, sondern auch das Kind behält das in Erinnerung und das ist prägend für viele Kinder. Also viele Familien kommen jedes Jahr her, oder? Ja, also wir haben sehr viele Gäste, die immer wieder jedes Jahr herkommen. Und das sind halt so kreative Tätigkeiten, wo die Familie gemeinsam mal was unternehmen kann. Und ich finde das ganz toll. Also wenn man sich im Urlaub die Zeit nimmt, die man vielleicht nicht hat, wenn man zu Hause ist, wegen Arbeit und verschiedene Tätigkeiten, hier kann man halt gemeinsam mit den Kindern etwas unternehmen. So, hier vorne, das sind die Kunstwerke, die die Kinder selber gemalt haben. Die sind richtig schön. Die werden dann anschließend gebrannt im Ofen. Wie läuft das? Ja, es gibt zwei verschiedene Aktivitäten. Einige werden im Ofen direkt gebrannt und andere hingegen werden nur verziert und können dann auch nach einer bestimmten Zeit, wo es trocknet, dann mit nach Hause genommen werden.
Ihr habt euch viele Gedanken gemacht, was ist sinnvoll. Das Ganze muss organisiert werden. Wenn du sie mal gerade fragst, wird das gut angenommen, das hier? Ja, ich frage mal. Frag mal bitte. Sprichst du Deutsch? Meglio che fai da traduttore. Besser, wenn ich übersetze. Ja. Also, Sara, l'attività qui piace molto alla gente? Sì, è un'attività che piace molto, soprattutto un'attività che include tutta la famiglia. Quindi ho proprio famiglie intere che dipingono, o col colore acrilico o i colori da forno, però è un'attività proprio che prende anche tutta la famiglia. Ja, also es ist eine Aktivität, die sehr gut funktioniert, vor allem deswegen, weil es die gesamte Familie mit einbindet und da kann wirklich die Familie, Papa, Mama mit den Kindern gemeinsam etwas unternehmen. Und was ist das Schöne, dass man hier arbeitet? Cos'è il bello di lavorare proprio qui? Per te adesso? I clienti. I clienti, la soddisfazione che ti danno i clienti quando vengono a ritirare la merce, che la vedono finita il loro lavoro. Sie hat eine Stimme wie Gianna Nannini. Una voce come Gianna Nannini. Lo so. Sie weiß. Sie weiß es. Sie weiß. Was hat sie gesagt? Nee, also sie sagte vorhin, also das Schöne für sie ist natürlich die Reaktion der Familien zu sehen, wenn sie die einzelnen Sachen, die dann im Ofen gebrannt werden, herausnimmt und das eigene Werk wieder sehen. Danke. Bitte. Grazie. Grazie. Das ist der Ofen übrigens, da wird es gebrannt. Genau. Ja, wir haben im letzten Jahr ganz viele Sachen gezeigt, also so Oberfläche-Sachen. Es gibt so viel zu entdecken in dem Platz, wenn man sich nur ein bisschen Mühe macht, das alles abzumachen. Wie ist das organisiert? Wie kann man rausfinden, was wo läuft bei euch? Ja, also es gibt viele verschiedene Aktivitäten hier im Campingplatz. Natürlich, wir haben beim Animationsteam beziehungsweise verschiedene Aushängetafeln, wo man die einzelnen Aktivitäten sieht. Oder ansonsten haben wir unser Informationsbüro, wo man auch dort verschiedene Informationen haben kann über die Aktivitäten, die es im Campingplatz gibt. Oder es gibt die App Holly. Also bei der App Holly, dort kann man sich den Campingplatz aussuchen, wo man sich gerade befindet. Und dort sind alle Aktivitäten, die es auf dem Campingplatz gibt, auch nach einem detaillierten Zeitablauf, kann man genau sehen, wann, wo was stattfindet. Oh, sehr gut. So, wenn wir Sie mal ganz kurz fragen, darf ich Sie mal kurz was fragen? Die Kamera? Spricht auf Italienisch. Ah ja, genau. Possiamo chiedere comunque qualcosa? Ja, genau. Ja, gerne. Was ist das Schöne hier am Malen, hier mit den Kindern? Cos'è il bello nel disegnare qua con i bambini? Ah beh, è un modo per comunque lasciare esprimere la loro creatività, poi anche ad Arturo piace molto fare anche cose astratte con tanti colori e poi appunto la possibilità di poterli poi andare a cuocere nel forno e utilizzarli per mangiare è fantastico, perché ci facciamo le tazze per la colazione, le portiamo anche al papà. Okay. Bello. Grazie. Ja, also das Schöne ist hier, dass man eigentlich viele Sachen gemeinsam machen kann mit den Kindern und so. Und dann kann man bestimmte Sachen auch mitnehmen, um zu Hause, weil man kann Teller machen, die werden dann gebrannt und die kann man zu Hause verwenden. Und das Tolle ist eigentlich, dass die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Ja, es gibt einen tollen Fußballplatz, wenn wir uns gleich mal anschauen. Das ist doch wirklich toll geworden, wenn du siehst. Also, dass die Kinder das mit nach Hause nehmen und dann ein Andenken haben, die fragen dann wahrscheinlich schon zu Hause, wann fahren wir wieder zu Marina di Venezia? Du, also das ist eine Sache, die wir oft hören. Ja, und klar, wenn es den Kindern gefällt, wenn die Kinder zufrieden sind, dann 99% ist es auch ein gelungener Urlaub für die ganze Familie. So, ihr baut das ja jetzt nicht nach den Dreharbeiten alles wieder ab und wir haben das nur für den Dreh gemacht? Nein. Nee, also das wird es weiterhin geben. Okay. Zwar, du sagst, ob wir das jetzt abbauen. Wir haben eigentlich vor, hier den Kinderspielplatz zu erneuern. Ja, wir haben jetzt mehrere Projekte, die wir mal prüfen werden. Es sieht ja unglaublich alt aus, muss man sagen, der Platz. Ja. Du schau, jedes Jahr bringen wir neue Spiele auch hier im Kinderspielplatz. Aber heutzutage, glauben wir, muss man vielleicht doch etwas Besonderes leisten. Und wir suchen gerade nach kreativen Ideen, die uns eben dazu führen, diesen Kinderspielplatz auszubauen, ja, und was Tolles, Einzigartiges zu bauen, wie wir eigentlich 2008 mit unserem Aquapark gebaut haben.
Ja, das war auch etwas Einzigartiges auf Also einem so ein Statement Campingplatz. wieder so ein bisschen. Also es gibt was Neues, wieder ein Grund. So, wieder einen Grund, um hierher zu kommen. Ja, klar, es ist nicht immer einfach, dass man alles heute für morgen machen kann. Ja, deswegen für uns ist es wichtig, eigentlich immer neue Ideen zu haben, dass, wenn wir die Möglichkeit bekommen, dass wir dann sofort etwas machen können. So, komm, wir gehen mal gerade da vorne hin. Da vorne sind die Eltern, die warten. Wichtig ist ja das Thema Sicherheit, dass jeder, ich sag mal, das Gefühl hat, dass die Kinder nicht verletzt werden. Habt ihr da Probleme? Ich sag mal, klar, ein Kind kann mal hinfallen, wo gespielt wird, da gibt es auch Schürfwunden und so weiter. Aber so verlorene Kinder, das passiert auch schon mal, die man meistens wiederfindet, oder? Ja, also es kann immer wieder mal passieren. Der Campingplatz ist natürlich sehr groß. Ja, die Kinder, die haben auch Spaß, wenn sie sich bewegen können, wenn sie frei rumlaufen können. Und es passiert schon, dass bei so einer Riesenanlage sich das eine oder andere Kind mal verläuft. Ja, aber wichtig ist dann, dass alle, die bei uns hier arbeiten, wissen, wie wir die Sache in den Griff bekommen. Ja, wichtig ist eine Beschreibung vom Kind, ja, Details zu haben vom Kind, den Namen zu haben. Und dann versuchen wir nach dem Kind zu suchen. Wir haben verschiedene Mitarbeiter vom Security-Team bis zu den Bademeistern, bis zu den einzelnen Geschäften, wo wir dann versuchen, Ausschau zu halten. Aber im Normalfall ist es immer so, dass meistens wir nach kurzer Zeit die Kinder finden und dann kommen die Eltern normalerweise zur Rezeption, wo sie die Kinder dann abholen. So, das ist ja wichtig bei einigen 10.000 Leuten. Ich darf euch mal ganz kurz was fragen, geht ganz schnell. Ist das schön hier am Fußballplatz zuzugucken? Ja, klar, natürlich. Wo ist dein Sohn? Da ist er. Da ist er. Das ist er. So, Fußball spielen. Der Platz ist ja gut organisiert, ja, viele Kinder und so weiter. Es sind feste Zeiten. Waren die auch pünktlich hier Ja, eigentlich? natürlich, klar, logisch. Ja, natürlich. Muss sein. Fußball halt. So, der ist auch ordentlich ein Schuss. Er hat mir gerade erzählt, das ist hier so, ich sag mal so, der Manager für die Gäste hat gesagt, ja, der Spielplatz ist in die Jahre gekommen, der muss erneuert werden. Der ist für deutsche Verhältnisse ist der nagelneu, oder? Ja, ist der super. Klar, wir können überall Fußball spielen. Ich darf dich mal kurz fragen, wo du herkommst? Bayern, Regensburg. Bayern. Aus Regensburg? Regensburg, ja. Okay, das geht ja noch von der Fahrt, oder? Ja, super, geht, klar, natürlich. Ist nicht So, zu weit. ist er gut, der Trainer? Ja, super. Die sind Der hat gut. ihn im Griff? Der hat die absolut im Griff. Klasse. Nee, macht er gut. Machen Alles die. klar. Er freut sich schon immer, hier zu spielen? Ja, er war letztes Jahr schon da und heuer ist das erste Mal, jetzt heute den ersten Tag. Ja. Und er kennt es schon und ist für ihn Routine fast schon. So, da vorne ist die Schwester. So, die ist jetzt in Eis gerade. Achso, frisch vom Schwimmkurs. Schwimmen lernen ist ja wichtig, oder? Ja, Jule, du warst halt toll, oder? Wir haben halt die Ich bin Schwimmprüfung ins gemacht. Wasser gesprungen, wo ich nicht stehen kann und dann bin ich geschwommen. Alleine oder mit Schwimmärmchen? Alleine. Alleine? Da geht die Mama, du warst dabei, oder? Deswegen nein, ich stehe draußen und schau zu. Schaust du? Ja, das macht Okay. der Schwimmlehrer. Du bist jetzt, wie alt bist du? 5. 5 Jahre und du kannst jetzt schon ein bisschen schwimmen? Und Ja, denkst richtig du, schwimmen. Ich kann richtig schwimmen. Okay. Ja, das Wasser ist ja schon, da hat man so als Mutter Angst, oder? Wenn er so Überhaupt nicht. Ich gar bin selber ein Wasserfrosch. Also rein damit und schwimmen. rein damit und schwimmen. Aber so, als sie noch nicht schwimmen konnte, muss man immer aufpassen. Ja, die Kinder sind Ja, fix. schon. Aber ich bin auch immer im Wasser. Also ich stehe nicht draußen jetzt nur ausnahmsweise, um ihr eine gewisse Sicherheit zu geben, dass sie es auch alleine kann. Ja. Und das hat super geklappt. Der Schwimmlehrer daneben und sie wie ein Wasserfrosch voran. Perfekt. Ist das lecker, das Eis? Die Belohnung, gell? Die Belohnung. Du hast nämlich noch ganz rote Augen, gell? Ja, du warst von im der Wasser drin. Schwimmbrille. Von der Schwimmbrille. Okay. Und ich musste sogar, und dann, wir haben unsere Schwimmbrillen weggenommen, und dann hat er sie ganz unten hingelegt, meine Schwimmbrille, und dann musste ich ohne Schwimmbrille nach unten mit Augen offen sie holen, aber ich habe sie immer geschlossen. Ich habe nur ein bisschen geblinzelt. Geblinzelt, okay. Und du darfst mal deine beste Freundin grüßen zu Hause. Wie ist der Name von ihr? Zu Hause. Im Kindergarten? Valentina. Die Valentina? Ich nenne sie Tini oder Valentina oder auch Tina. Super. Vielen, vielen Dank. Das heißt, ihr würdet nochmal wiederkommen? Auf jeden Fall. Es ist ja doch ein Riesenplatz. Hat man da nicht so Bammel? Der ist zu groß. Nein, im Gegenteil. Wenn die Kinder irgendwo freien Lauf haben können, dann hier. Beschränkte Autozeiten. Der Kleine kann, oder der Große kann alleine sich erproben, ob er nach Hause findet. Wir warten dann, ob er irgendwann kommt. Aber da kann man das halt gut üben, weil sie sich auskennen. Die Preise, sind die okay? Angemessen. Angemessen, Ja. Das wird ja, im Moment wird natürlich alles teurer. Habt ihr es gemerkt? Ja. Allein hierher kommen ist ja schon teurer geworden. Ne? Ja, aber so ist halt. Urlaub muss sein, man lebt nur einmal, also raus damit.
Alles klar, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, ist doch schön zu hören, oder? Das war jetzt mal ganz spontan. Ja, also sehr schön zu hören, dass es der ganzen Familie, die einen bei der Fußballschule, die einen Schwimmkurs machen und sich hier wohlbefinden. So, tschüss euch allen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, ja, ganz toll. Das heißt, man darf noch nicht zu viel verraten. Es wird eine Änderung geben bei den Waschhäusern. Ihr habt einige umgebaut. Viele werden umgerüstet mit Heizung. Das ist, weil die Leute kommen immer etwas länger und die wollen natürlich auch warm duschen oder im Warmen duschen. So. Ja, also es ist, der Campingplatz ist ja von April bis Mitte Oktober geöffnet und deswegen wollen wir auch bestimmte Dienstleistungen besser anbieten. Und natürlich, wenn man mit Wohnwagen, Wohnmobil, sagen wir mal im April, Mai oder im Ende September, Oktober hier ankommt, auch hier gibt es mal frischere Tage und das ist natürlich sehr angenehm, wenn man im Warmen duschen kann oder auf Toilette gehen kann. So, wir werden uns gleich mal die neuen Waschhäuser angucken, aber auch die alten lassen sich sehen. Das ist wie dieser Spielplatz, ja, wo die Leute sagen, für deutsche Verhältnisse ist der Nagel neu. Es ist so, aber die Investition bedeutet auch, ihr müsst in die Qualität der Spielgeräte auch investieren. Du kannst ja nicht irgendwas aus dem Baumarkt holen. Das hier ist alles High-End, was ihr installiert habt, oder? Ja, also wir müssen natürlich immer uns vor Augen halten, dass wir hier Tausende von Kindern haben, die hier bei den einzelnen Spielern spielen und sich unterhalten wollen. Und da ist auf jeden Fall die Qualität sehr wichtig, dass das Material stimmt. Wichtig ist auch, dass die Instandhaltungsarbeiten immer gründlich gemacht werden, denn da kann man sich nicht leisten, dass sich jemand verletzt oder dass irgendetwas passiert. Ja. Und vor allem bei der großen Frequenz, viele Kinder, die sich hier tagtäglich eben unterhalten, da muss man auf jeden Fall etwas Hochwertiges anbieten. So, viele Fahrräder sind nicht abgeschlossen. Jetzt konnte ich mir ein paar Stück mitnehmen. Ja, wird hier viel geklaut am Fahrrad? Eigentlich nicht. Ja, also es ist so, immer im Campingplatz, sagen wir der Camper normalerweise, es gibt sehr viel Sicherheit, Respekt auch. Da sind zum Beispiel die Fahrräder von den Animateuren, die sind abgesperrt, aber die anderen sind alle offen. Sind offen. Ja. Ist mir schon aufgefallen. Ein E-Bike würde ich auf jeden Fall auch immer zumachen. Aber die sind jetzt nicht angeschlossen, die Leute haben Vertrauen. Es passiert unglaublich wenig hier. Also ich sag mal, vielleicht hat es ein bisschen damit zu tun, ihr seid in der Sackgasse. Wenn hier einer erwischt wird, der muss einen weiten Weg zurückfahren und er kann noch nicht mal in mehr Richtungen flüchten, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite gibt es nur Wasser. Und so haben wir hier natürlich die Campinggäste, da muss man auch viel Respekt sein. Hallo. Ja. Hallo Jens. Sven heiße ich. Sven, hi. Fast. Drehst du einen neuen Film? Ja, wir drehen einen neuen Film. Hi. Super. So, du hast ein tolles Rad. Darf ich das mal ganz kurz zeigen? Du hast nämlich, ich habe früher auch als Kind Herkules gefahren. Bauen die jetzt auch E-Bikes? Die bauen scheinbar auch E-Bikes. Da habe ich auch schon lange das Ding. Hast schon lange das Ding. So, erzähl mal, wo du herkommst. Aus Hameln. Aus Hameln? Ja. Die Stadt, was war Die ist bei Hannover. Da kommt so ein Rattenfänger her, falls du das mal gehört hast. Ist das schön? Habe ich das gut beschrieben in dem Video eigentlich, den Platz damals? Ich habe schon so viele gesehen, ich weiß gar nicht, die waren alle gut. Waren alle gut? Ja. Jetzt bist du hier, warum? Ja, weil ich hier schon seit 25 Jahren herkomme. 25 Jahre? Ja, oder länger. Okay, das heißt, du hast ihn mitfinanziert so ein bisschen? Bestimmt, einen ganzen Teil hier. Was ist denn das Schöne hier an dem Platz? Ja, eigentlich alles. Ich kann da nicht irgendwie nichts Negatives finden momentan. Ja. Ist das Entspannung? Du arbeitest noch eigentlich? Ja, aber nur noch so weniger. Ein bisschen? Ein bisschen noch. Ein bisschen. Das heißt, du hast ein bisschen mehr Freizeit, aber du könntest ja jetzt auch in Deutschland sein, ist genauso heiß? Ja, aber einmal im Jahr bin ich dann immer hier. Ja. See, frische Seeluft. Was ist... Essen, ihr kocht selber oder geht ihr gerne Meine essen? Frau kocht selber, wir gehen mal essen, mal am Strand, überall, je nachdem, was es hier alles gibt. Und jetzt, was ist deine Aufgabe jetzt gerade? Ich hatte gehört, dass hier irgendeiner mit einer Kamera rumrennt. Da dachte ich, den kennst du vielleicht. Und tatsächlich, es ist so. Hast du echt gehört? Ja. Ist das hier Stadtgespräch? Ja? Naja, das nicht. Hier fahren ja viele Leute lang. Ne? Ich fasse es nicht. Ja, das haben wir nicht gefaked, oder? Vielen Dank. Sicherlich nicht gefaked. Ne? Tschüss und Gruß nach Hameln. Ciao. Ciao. Schönen Urlaub. Cooler Typ. Ja, du. Das haben wir schon seit 25 Jahren Gast hier auf dem Campingplatz. Bedeutet für uns sehr viel. Ja, und wir haben sehr viele Stammgäste, die immer wieder kommen. Ganz kurz, was ist das da, wo es gerade vorbeifährt? Also das ist unser E-Mob-Bus. Und zwar, das ist eine kostenlose Verbindung, die praktisch die Bereiche, die weiter weg vom Zentrum sind, mit dem Zentrum verbindet.
Also dass ich nicht laufen muss dauernd? Dass man nicht laufen muss. Ja, wir haben ein Golfcar hier, andere Gäste können mit dem Emo-Boot mitfahren. So, wir kommen gleich noch auf das Thema, was ich dich eben unterbrochen hatte. Aber das Emo, das ist uns die Linie, das sieht aus wie ein öffentliches Verkehrsmittel, was da ist. Hier sieht man es schön, oder? Genau, ja. Hier hast du den Lageplan vom Campingplatz und wir haben 2 Linien. Die Linie, die nach Marina 2000 führt bis zur Rezeption und dann die violette Linie von Marina 8000 zur Rezeption. Das sind die Abfahrtzeiten, die kommen alle 15 Minuten. Genau. Das heißt alle 15 Minuten in der Früh von 9 bis 13 Uhr und dann am Nachmittag von 15 bis 19 Uhr. Toll, das heißt, ich muss kein Fahrrad haben. Auch natürlich toll für Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Ja, ja das ist natürlich eine Unterstützung. Es haben wir Fahrrad mitnehmen empfehlen wir auf jeden Fall. Ja, weil den Dienst haben wir nur im Campingplatz, aber es gibt außerhalb vom Campingplatz hier in Cavallino Porti natürlich viele Fahrradwege, die wir eigentlich schon empfehlen, mal abzufahren, denn das ist schon was ganz Besonderes. So, wir fahren ja Golfcar. Ja. Ich komme so ein bisschen vor wie Super Mario hier, aber das ist sehr, sehr praktisch. Also die Mitarbeiter fahren alle elektrisch, du hörst kaum noch ich sag mal, irgendwelche Motoren. Ich glaube, die Müllabfuhr, selbst die ist elektrisch bei euch? Also sagen wir, die Müllabfuhr ist noch nicht elektrisch, ja, leider noch nicht. Aber wir haben zum Beispiel eine Kehrmaschine, die die Straßenreinigung macht. Die ist natürlich elektrisch. Ja, und die Mitarbeiter oder Handwerker, die wir hier auf dem Campingplatz haben, die fahren normalerweise alle mit solchen Golfcars rum. Denn hier natürlich ist das beste Verkehrsmittel, um sich zu bewegen. So, das sind die Lodges hier. Ihr habt euch dazu entschlossen, nicht den ganzen Campingpark mit Lodges zuzubauen. Das hast du zu mir gesagt. Wenn du mal kurz da reinfährst, haben wir so nett, dass wir da einfach mal sehen. Das sind praktisch so kleine Mobile Homes. Die werden von euch nochmal modifiziert. Wir wohnen gerade in einem solchen drin. Das ist sehr, sehr praktisch. Klimaanlage drin, viele Betten. Ganz neu, also ich war richtig geflasht, wie viele da investiert habt in die Lodges. Das ist ein Thema, viele Campingplätze bauen alles um. Ihr sagt aber, der allergrößte Teil wird Wohnmobile, Wohnwagen, Zelte. Ja, also sagen wir so, wir haben natürlich, der Campingplatz ist riesengroß, aber wir sagen, auch aufgrund des Marktes, der Markt verändert sich ja ständig und in den letzten Jahren hat es ja natürlich sehr, sehr viele Zuwächse an Gäste gegeben, die mit Wohnwagen oder die neue Wohnwägen oder Wohnmobile gekauft haben. Und wir hier bei uns auf Marina Venezia, wir wollen eigentlich dieses Feeling vom Campingplatz immer weiter behalten. Wichtig sind uns natürlich schon solche Lodges oder Bungalows, wie du hier auf der rechten Seite siehst. Das sind feststehende Mietunterkünfte und auf der anderen Seite wollen wir aber weiterhin große Flächen vom Campingplatz für Gäste lassen, die mit Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt anreisen. Ihr habt immer noch Restplätze oder fast immer noch einen Restplatz für Leute, die flexibel sind. Das heißt, also wenn einer natürlich erste Reihe haben will, 3 Wochen am Stück, das geht vielleicht nicht mehr direkt, aber man findet immer was, oder? Ja, es ist so, wir haben einen größeren Bereich, der ist reservierbar, also der Gast kann sich selbst den Stellplatz auswählen und dann direkt buchen. Und dann haben wir einen großen Bereich, wo man auch spontan, ohne irgendetwas reserviert zu haben, anreisen kann. Natürlich, der Campingplatz ist sehr groß und es gibt einen ständigen Wechsel Tag für Tag. Und da kann es schon sein, dass jemand auch spontan, der jetzt in der Hauptferien ankommt, noch etwas findet. Aber man muss in den Sommerferien immer auch mit Wartezeit bzw. mit Geduld ein bisschen rechnen. Nächstes Jahr wird sich der Reservierungsvorgang drastisch verändern. Kann man darüber schon ein bisschen reden? Ja, also man kann schon darüber reden. Wir haben ab dem nächsten Jahr sind all unsere reservierbaren Stellplätze nur mehr online reservierbar. Man kriegt auch direkt eine Bestätigung, ja? Ja, also man kann sich direkt selbst den Stellplatz aussuchen und man kann dann, wenn man eben die Bestätigung hat, die erhält man sofort. Man hat die Bestätigung vom Stellplatznummer, ja, und man hat bezahlt und man kann schon an den Urlaub denken. Das ist ja so, viele Plätze werden ja vererbt. Das heißt, derjenige, der sagt so, ich weiß noch, November, Dezember, da fängt die Buchungszeit schon an. Hat man einen Bonus, wenn man schon mal hier war? Gibt es sowas?
Also sagen wir so, bei den reservierbaren Stellplätzen, dort haben wir natürlich sehr viele Stammgäste, die in den vergangenen Jahren, bevor wir das System umgestellt haben, immer zur gleichen Zeit den gleichen Stellplatz reserviert haben oder immer schon seit Jahren in Folge immer reserviert haben. Dort haben wir ein System, dass wir eine Ist-Situation gemacht haben und bei dieser Ist-Situation, dort haben wir eben eine Priorität vergeben an Gäste, die schon seit vielen Jahren immer wieder zur gleichen Zeit den gleichen Stellplatz reserviert haben. Ist das hier das Waschhaus, was ihr renoviert habt? Das ist nicht das Waschhaus, das wir renoviert haben, sondern es ist auf der anderen Seite. Ja. Das ist immer vom Stil her ungefähr das Gleiche. Aber beim anderen Waschhaus, dort haben wir eben so Schiebetüren installiert und bei den Fenstern haben wir so ein System installiert, dass die abgeschlossen werden und ein Belüftungssystem, damit wir also wenn es frischer wird, dass wir dann das Ambiente dort beheizen können. Warmes Wasser macht man hier wahrscheinlich mit Solar, oder? Das heißt, ihr könnt wahrscheinlich durch irgendwelche schwarzen Flächen das warme Wasser... Stopp, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz mal aussteigen, mal fragen. Ja. Hi. Hi. Ich darf euch mal kurz was fragen? Ja, freilich. Ihr seid so fröhlich. Warum? Ja, warum? Weil es so schön ist. Ist wirklich schön? Ja, man kann sich hier entspannen. Es ist angenehm. Super Personal auch. Ja. Ja. So, er ist schon bekannt, oder? Ich kenne ihn schon, ja. Wir hatten mal kurz gesprochen, ja. Hallo gesagt. Ja, man spricht ja Deutsch, das heißt, die Leute nehmen auch wirklich, wenn irgendwie Kritik ist, ernst. Habt ihr Kritik oder ist alles perfekt? Ach, wir Kritik haben, ja, warum hat es gestern geregnet? Ja, kurz. Massimo, wieso hat es geregnet? Du, da muss ich mit jemand anderes da oben sprechen. Ja. Aber es ist, ihr freut euch jedes Mal, wenn es regnet, oder? Eigentlich muss man schon sagen. Wenn es nachts ein bisschen abkühlt und ein bisschen regnet, glaube ich, da stört niemanden, wenn es nachts ist, wenn wir alle schlafen gehen. Klar, untertags dann stört es jeden, wenn man am Strand liegen gehen will oder in den Schwimmbad gehen will, aber da haben wir keinen Einfluss darüber. Harry Potter, du bist ein ganz großer Fan, muss man sagen, ja? Nein, ich bin kein großer Fan, ich habe einfach nur und ja, also ich habe mir das halt noch nie angeschaut, weil ich das halt, aber ich würde es mir gerne anschauen. Es ist auf deinem Badeanzug drauf, habe ich gesehen, ja. Da ist es mit drauf. Hast du ein Geschenk bekommen? Nein, meine Mutter hat es mir ausgesucht. Du bist die Mutter? Ja, ich bin die Mama. Ihr habt unglaublich viele Kinder. Wie viele Kinder habt ihr? 2. 2. Aber ich habe nur 1 dabei, leider. Okay, alles klar. Ist das so, dass man sich Gedanken machen muss, wenn sie jetzt alleine rumläuft? Ja, Mama macht sich immer Gedanken, wenn das Kind weg ist. Ja. Ist es, wie alt ist sie? 9. 9. Das ist aber schon das Alter so. Mein Sohn war schon mit 6, 7. Habe ich den so nachts bis 2 Uhr nicht mehr gesehen in Frankreich. Jungs sind da anders? Ich gehe mal davon aus, ja. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Jungen, aber ich denke, bei einem Jungen wäre ich vielleicht auch ein bisschen flexibler. Entspannter. Ja, genau. So ist das, ja. Was ist denn so schön hier an dem Platz? Hast du schon Freunde gefunden? Ja, aber die fährt leider schon. Die fährt leider, wann denn? In 3 Tagen. In 3 Tagen. Das heißt, du zählst schon runter so ein bisschen? Ja, schon. Ja, gut, so ist das. Was ist da in der Hand? Was hast du da, ein Delfin? Ach, das ist normal ein Orca. Okay, ein Orca. So, das heißt, ihr würdet nochmal wiederkommen, oder? Ja, freilich. Wir waren vor 2 Jahren das allererste Mal da. Ja. Uns hat es sehr gut gefallen. War letztes Jahr auf dem anderen, aber hier ist es besser. Es ist einfach alles zentraler. Es ist wirklich angenehm. Die Einkaufspassage ist schön. Man fühlt sich einfach gut. Es gibt ja viele, die sagen, wir wollen mal was anderes sehen. Wir wollen nicht immer auf denselben Campingplatz. Du bist so ein, oder? Die sagt, man könnte den Campingplatz ruhig mal wechseln. Dann sieht man andere Sachen oder so. Nee, also ich will auf jeden Fall, ich habe vorhin zu meinem Mann schon gesagt, wir müssen nächstes Jahr wieder hierher. Wenn es safe ist, kommt man gerne wieder, oder? Ja, genau, genau. Ist das Reservieren schwierig hier, dass man auch garantiert einen Platz kriegt? Oder muss man früh dabei sein? Man muss schon sehr früh dabei sein. Ja. Man muss eigentlich schon dieses Jahr für den nächsten Platz buchen. Aha, du kennst dich aus. Du hast die Kreditkarte von der Mama? Nein. Okay. Leider noch nicht. Leider gell? noch nicht. Bis Kommt jetzt so. erst nur die Girokarte. Ihr seid jetzt, wie lange seid ihr dabei? Wie lange seid ihr schon dabei jetzt? Das heißt ihr insgesamt Urlaubslänge? 2 Wochen, 3 Wochen? Wir bleiben jetzt 3 Wochen. 3 Wochen? 3 Wochen, ja. Das ist mal richtig Entspannung. Letztes Jahr waren wir 3,5 Wochen, ja. Genau, ja. 3,5 Wochen, wenn du zurückkommst. Du arbeitest noch? Ja, ich arbeite leider noch. Ist das dann so, dass sie dich anlernen müssen, so die Tastaturen so? Nee, mich muss man nicht anlernen, weil ich bin Profi. Wie lange hält das an, so Urlaubsfeeling? Oder ist es nach 2 Tagen wieder kaputt? Nee, das ist gar nicht kaputt, also überhaupt nicht. Bei mir hält es ewig lange an, also ich könnte permanent hier bleiben. Echt? Ja, permanent, ja. Die suchen noch Leute fürs ganze Jahr, habe ich gehört. Ja, du könntest hier bleiben? Ja, gut, wenn ich hier einen Dauerstellplatz haben würde, würde ich sofort ja sagen. Okay. Die machen aber zu im Winter. Das macht.
Ja. Naja, dann findet man schon eine andere Lösung, oder? Mit Österreich mit dem Schnee zum Fahren ist nicht so angenehm im Winter. Achso, ihr seid nicht aus Bayern? Doch, wir sind aus Bayern, aber durchfahren. Wir sind München. Aus München kommt ihr. Okay. Genau. Das heißt, du sprichst ein bisschen bayerisch? Ja, vielleicht aus Versehen mal oder so. Okay. Das ist schon schade mit dem Dialekt. So ein bisschen verloren gegangen, oder? Ja, München hat ja eh so die eigene Sprache. Die Frau spricht jetzt auch mehr normales Bayerisch. Die kommt ja aus Deckendorf sozusagen. Da spricht man noch ein bisschen anders. Aus Deckendorf, ja. Okay. So, ich lasse euch mal. Niederbayer, ja. Bitte nochmal? Ich bin ein Niederbayer. Ihr habt es ja extrem nah, muss man ja sagen. Viele kommen ja von viel weiter her. Ja, mit denen muss man echt Mitleid haben. Wie lange seid ihr angereist? 6, 7 Stunden? Ja, 8 Stunden, 8, 9 Stunden sind wir angereist. Mit Wohnwagen ist das ein bisschen, dauert das. Okay, man muss ja auch noch Pausen einlegen. Oh, jetzt kommt der Bus. Dann, ich sag mal, Mann ist ja Beifahrer, nehme ich an, du fährst? Ja, na klar, fahre ich. Ich kann den Mann nicht fahren lassen, um Danke. Gottes Willen. Ciao, ciao. Das geht natürlich nicht. Macht's gut. Macht's gut, war schön mit dir zu sprechen. Dankeschön, ciao. Ja, schöne Woche noch. Danke. Ciao. So, jetzt hast du mal deine Statements hier aus dem echten Leben. Ja, ich bin auch immer überrascht, ja, und erfreut. Ciao. Da ist man natürlich sehr erfreut, wenn man hört, wie sehr die Gäste sich hier wohlfühlen und hier den Urlaub verbringen wollen, ja, hier den Urlaub genießen können. Also das ist für uns natürlich das Um und Auf. Ja, und wenn dann auch noch die Freundlichkeit vom Personal, die Sauberkeit angesprochen werden, das sind alles Themen, die für uns natürlich wahnsinnig sehr wichtig sind. Sauberkeit kommt nicht von alleine. Was würde passieren, wenn ihr 2 Tage nicht sauber machen würdet oder nur einen Tag? Auch wenn wir nur einen Tag nicht sauber machen würden, also das würde uns nicht wohl fühlen lassen. Ja, und dann hätten wir sicherlich viele Gäste, die bei uns reklamieren. Ja, das heißt, die Mülltonnen werden voll. Ihr habt ein Mülltrennsystem, das habt ihr schon sehr früh eingeführt? Ja, also für uns ist das ganz selbstverständlich, ja, dass wir hier die Mülltrennung durchführen. Aber auch sagen wir, die Gäste, die aus dem norddeutschen, also aus dem nordeuropäischen Gebiet kommen, für dieses ganz selbstverständlich mal die Mülltrennung zu machen. So, ich habe mal bewusst mich für eine Straße entschieden. Das hier könnte ein kleiner Campingplatz in Südfrankreich sein. So von den Bäumen her. Ihr habt einen riesen Baumbestand. Ist der gefährdet durch das niedrige Wasser eigentlich oder sind die so tief, die Wurzeln? Nee, also die Wurzeln sind sehr tief. Hier sind wir direkt in der Nähe vom Strand, also hier ist das Wasser auch sehr, sehr niedrig. Und wie du siehst, wir haben hier wirklich keine Bewässerungsanlage, sondern teilweise sieht man hier noch, es ist zwar trocken, aber man sieht, es ist noch grün. So, fahren wir nach links. Wir wollen euch jetzt mal eine Besonderheit zeigen. Ihr habt ein ganz tolles Strandrestaurant, wo man tatsächlich auch noch einen Tisch kriegt. Ist das hier direkt oder ist eins weiter? Das wäre ein bisschen weiter. Das Strandrestaurant Calice Mare, das befindet sich ganz auf der anderen Seite des Campingplatzes. Okay. Also es wäre jetzt ein bisschen weiter weg, aber klar können wir Darf ich mal was zeigen? Weil hier vorne, ich bin jetzt heute Morgen abgefahren, fahr ruhig mal ein bisschen zu. Okay. Hier vorne sind Strandlodges, die direkt am Meer sind. Ja. Die sind natürlich oft ausgebucht, aber ihr habt in der Nebensaison ganz viele freie Plätze, oder? Ja, also in der Nebensaison, dort hat man natürlich mehr Möglichkeiten, etwas Freies zu finden, sei es von den Mietunterkünften hier, das sind die Green Lodge, aber die nächsten, die wir hier sehen, werden die Marina Lodge sein. Die meine ich, die ist der Hammer, oder? Das sind eigentlich unsere Top-Qualität, da haben wir nur 5 davon, die haben natürlich viel Freiraum vorne, aber auch rundherum, da fahren wir jetzt mal kurz rein. Es ist alles sehr grün und die Besonderheit ist, die sind groß und haben dann auch ein eigenes Whirlpool direkt dort im Eck. Vielleicht sehen wir das hier. Eigenen Whirlpool? Ja, eigenes Whirlpool direkt auf der Terrasse. Cool. Ja, die Gäste haben da Whirlpool. Ja, oder die sind gerade dabei beim Saubermachen. Ja. So ist das. Das heißt, der Whirlpool noch eine Strecke eher. Ihr habt hier, ich sag mal so, der Wasserstand ist sehr niedrig. Grundwasser habt ihr noch genug, wenn ihr mehr, gell? Wahrscheinlich. Ja, Grundwasser ist natürlich schon sehr tief in dieser Position. Ja. Und das Wasser, das Meerwasser, wir sind hier 300 Meter vom Wasser entfernt. Ich kenne mich gar nicht aus damit. Ist Grundwasser, Meerwasser hat nichts miteinander zu tun, ne? Das sind 2 verschiedene Sachen. Ja, Meerwasser ist salzig, Grundwasser hingegen nicht.
Ich guck mal gerade. Also das ist ja tiefer, geht rein. Also ihr könnt mich jetzt hier gerne vierteilen. Sollen wir mal kurz zum Strand gehen, mal gucken? Jetzt ist ja Hochsaison. Können wir gerne. Ich parke das, mach das bitte. Golfcar da drüben. Warte, ich fahr mal mit. Ja. Da können wir nämlich auch gleich mal was zeigen, eine Besonderheit hier. Ihr habt für die Kleinsten der Kleinen oder auch für mich, wenn ich mal ein bisschen älter werde und nicht mehr so ganz so gut unterwegs bin, habt ihr eine Besonderheit. Ihr habt nämlich Piktogramme hier da. Das sind jeweils Tiere, das sind Muscheln, die da sind. Ja, genau. Also wir haben bei alle Bereiche, alle Stellplätze sind nummeriert. Und alle Bereiche haben dann auch so ein Tiersymbol oder ein Symbol, das eigentlich den Bereich kennzeichnet. Das ist natürlich wichtig, damit sich die Kinder, die sich eigentlich mehr an ein Bild erinnern als an eine Nummer. Und deswegen ist das wichtig auch, dass man sich hier im Campingplatz orientieren kann. Ja, der ist schon ein richtig großer Platz. Ich kann mir vorstellen, wenn jemand sich nicht so gut orientieren kann, ein bisschen jünger ist und so weiter, dass man sich schnell hier verlaufen kann. Noch viel schlimmer, meine eigene Tochter ist weggelaufen vor 30 Jahren. Als Dreijährige ist die eigentlich in Frankreich, die rennen, glaube ich, immer gegen die Sonne am Meer und die ist dann 3 Kilometer weiter, haben sie auch gegriffen, weil sie geweint hat, mit dem Boot nochmal wiedergebracht. Das ist so. Also da, ich sag mal, schwitzt man, glaube ich, Blut und Wasser dann als Elternteil. Ja, ich glaube, also jeder Elternteil ist natürlich besorgt, wenn er sein Kind nicht sieht oder wenn es weggelaufen ist. Hier im Campingplatz haben wir unser Security-Team. Warte, ich zeig das mal gerade. Hier vorne fährt nämlich gerade einer. Hallo? Ciao. Ciao. Das ist hier Security. Er hat sogar ein Security-Fahrrad. Ja, also für uns ist es wichtig, dass jeder eben erkennen kann, dass wir hier auf dem Campingplatz Security haben. Und sie sorgen natürlich, dass es den Gästen hier das Sicherheitsgefühl gibt. Die sprechen die aktiv an. Ich bin ja aktiv angesprochen worden, habe ich ja eben schon erwähnt, dass ich zu schnell war. Aber die gucken sich auch die Leute an. Das heißt, also die fahren hier nicht nur zum Spaß hier durch, oder? Nee, also es ist schon wichtig, dass man hier eigentlich kontrolliert oder sieht, dass die Gäste, die auf den Campingplatz kommen, ja eigentlich Gäste sind, die hier zum Campingplatz gehören. Ja, deswegen haben wir ja auch dieses Armband, das eigentlich klar identifiziert, dass jemand vom Campingplatz hier im Campingplatz registriert ist. So, da vorne ist das da vorne das Restaurant, von dem ich sprach? Also das ist nicht das Restaurant, das wäre noch ein Stückchen weiter. Du weißt ja, der Campingplatz ist riesig. Ja, deswegen, das ist eine Strandbar. Ja, das ist die Green Beach Bar. Die ist auch von euch? Die ist auch von uns und es gibt 2 weitere. Es gibt die Blue Beach Bar und die gelbe Beach Bar, Il Giallo. Ja, das sind die 3 Strandbars, die hier vom Campingplatz sind. Und links davon, das werden wir hier nach den Toiletten, werden wir direkt eben das Restaurant in Marina 2000, das ist dieses Calice Mare Restaurant, das wir eigentlich schon seit einigen Jahren dort haben. So, hier gibt es auch Eis. Gelato. Überall gibt es Eis. Überall gibt es Eis. Warte mal, wir gucken uns das mal an. Das ist nämlich so schön. Hier ist auch alles handgemacht. Wir werden uns heute Abend in einem extra Video mal das Nachtleben ein bisschen angucken. Okay. Es ist ein Riesenplatz und viele haben Angst vor Disco-ähnlichen Verhältnissen. Das ist hier gar nicht so. Ihr habt eine Bühne und da sind Richtlautsprecher drin. Also die beschallen nicht den ganzen Platz. Genau, also für uns ist das Thema eigentlich nicht, dass man hier Party feiert bis tief in die Nacht. Bei uns gibt es natürlich auch Unterhaltung, aber alles in gewissen Grenzen. Was? Die spielen hier auch noch. Ich darf mal fragen, was das für ein Spiel ist? So, zeig mal bitte. 6 nimmt. Habe ich noch nie gehört. Ist das gut? Ja, sehr gut. Sehr gut. So. Optimal für die Strandfahrt. Jetzt mal eine Frage. Ist hier ein laues Lüftchen? Das heißt, man kann es aushalten? Sehr gut, ja. Sehr gut. Okay. Und dazu ein Bier oder was hast du getrunken? Cappuccino, Radler, Weinscholle, alles was geht. Sehr schön, danke. So, die ist da. Die haben Spaß, habe ich das Gefühl, oder? Du, ich glaube, jeder muss im Urlaub eigentlich ein bisschen Spaß haben, oder? Okay. Ja. So, hier vorne gibt es Eis. Hallo. Hallo. Was ist das meistverkaufte Eis eigentlich? Ha, weiß ich nicht, aber können wir gerne fragen. Posso farti una domanda? Sì, certo. Qual è il gusto che viene venduto di più? Stracciatella. Stracciatella. Ja. Habe ich schon gedacht, ja. Das ist krass, ja. Ja, man ist hier in Italien. Das Bild der Italiener, ist das hier eine italienische Pizza, die ihr macht, oder eher so eine deutsche? Die Pizza meinst du? Also Pizza, es gibt verschiedene
Angebote, ja, zum Beispiel in den 3 Restaurants im Zentrum. Also die machen ganz die normale Pizza, ja, also die runde Pizza, die man eigentlich bei jedem italienischen Pizzabäcker machen kann. Und hier bei ihnen, die machen ganz was Besonderes. Das machen sie abends so Pizza Impala. Das ist eine Pizza, die ein bisschen höher ist und 25 oder 50 Zentimeter lang ist. Und dann verziert wird mit verschiedenen Möglichkeiten. So, hier vorne ist noch jemand. Hallo? Ist das schön hier? Frage ich mal bitte. Parla italiano, Deutsch? Parlo italiano. Le piace qua il campeggio? Molto bello, assolutamente. È uno dei più bei campeggi, penso, di Jesolo. Ja, er sagt, er glaubt, ja, sehr schön. Einer der schönsten Campingplätze hier in der Region. Es sind hier nicht so viele Deutsche. Ci sono troppi tedeschi qua in campeggio? Questo è una spiaggia tedesca. Siamo noi gli stranieri. Das ist eigentlich ein Campingplatz, also ein Stand, wo sehr viele Deutsche sind. Hier sind wir Italiener ein bisschen fremd. Ist das ein Problem für ihn? Per lei è un problema? No, assolutamente no, altrimenti non ci starei. Sind die entsprechend nett, die Deutschen? Frage ich mal bitte. Sono carini i tedeschi? Sì, assolutamente, molto riservati anche, educati. Okay. Ja, also sonst wären wir nicht hier, wenn wir die deutschen Gäste nicht gerne haben. Grazie. Prego. Nee, es ist schön zu sehen. Viele legen ja Wert darauf, dass auch die Einheimischen, das heißt die Italiener, kommen gerne hierher, weil der Platz ist wirklich ganz besonders. Ihr seid der nächste Platz am Venedig, oder? Ja, also von uns aus sind es nur 2 Kilometer, bis man eigentlich zur Bootsanlegestelle Punta Sabbioni kommt. So, ich gehe mal kurz hier rüber, dass wir das sehen. Der Ausblick hier, ein Traum, oder? Ja, also wenn man hier rüber geht, also man sieht kilometerlang der Strand. Da unten ganz in der Ferne siehst du den Leuchtturm von Punta Sabbioni, dieses gelbe Gebäude. Das ist eigentlich die Einfahrt von den großen Kreuzfahrtschiffen, die früher mal nach Venedig direkt in den Hafen reinfuhren. Ja, jetzt gibt es dort eigentlich nicht mehr die Zufahrt von den ganz großen Kreuzfahrtschiffen. So, es geht ein bisschen Wind. Ist hier manchmal ganz windstill? Ja, also es ist schon, normalerweise ist das nicht ein Strand, der sehr windig ist. Es ist sehr, sehr ruhig. Ja, das heißt auch wenig Wellen, oder? Wenig Wellen. Also hier kann man nicht surfen. Ja, schade, oder? Ja. Auf der anderen Seite, für viele Eltern ist das ein Traum, oder? Das heißt, ich habe das gesehen in Spanien, dass es je nachdem, wie es irgendwie kommt, gibt es Wellen ohne Ende. Eltern haben ein bisschen Angst dann, gerade die Kleinen. Der Strand geht unglaublich weit rein. Ja, also hier muss man schon wissen, das ist das Adriatische Meer und hier ist das Wasser, die Tiefe, also man muss schon wirklich 20, 30, fast 40 Meter reingehen und man hat immer noch eine Knie, es bleibt immer noch knietief. Knietief, das heißt auch die 10-Jährigen können mal gehen. Da vorne, letztes Jahr haben wir diesen Eiswagen gezeigt, das war unser Opener, genau, die ist da, die Dame. Aber ist das so, die rotieren oder sind die jedes Jahr immer auf dem Eiswagen, die gleichen Personen? Also, das sind immer unterschiedliche Personen, ja, zwar weiß ich jetzt nicht, ob es die gleiche Person ist wie im letzten Jahr, aber wir haben bei bestimmten Aktivitäten sind eigentlich schon immer die gleichen, die hier vor Ort sind, aber dann gibt es natürlich auch andere, die sich um andere Jobs umsehen oder mal anderes versuchen. Ich darf Sie mal ganz kurz was fragen fürs Fernsehen, geht ganz schnell. Die junge Dame, okay. Ich hab nur eine Frage, das ist ja jetzt einer der größten Campingplätze der Welt, ja? Und dann haben Leute Angst, dass man so denkt, die sitzen wie die Ameisen aufeinander. Das ist hier genau das Gegenteil, oder? Ja, es ist überhaupt nicht so. Also man hat wirklich Platz und man sitzt nicht wie die Ameisen. Du kannst auch verstehen, wenn die Leute hören, hier 3000 Plätze, 100.000 Leute und so, dass die alle denken, der Strand ist überlaufen. Das ist ja gar nichts. Nein, überhaupt nicht. Also es ist wirklich wunderschön hier und man hat viel Platz. Okay. Woher kommst du? Aus München. Aus München? Okay. So, ich sag mal, ist das daneben deiner? Ja. Ja, okay. So, den zeige ich aber nicht, ja, weil der ist nämlich tiefenentspannt. Aber ist das angenehmer Urlaub hier? Oder ich sag mal, auf so einem großen Platz oder seid ihr schon ewig hier? Ihr kennt den Platz? Also wir sind das 8. Jahr in Folge hier. Das 8. Jahr? Ja. Und du weißt noch, Jahr Nummer 8, als du das erste Mal da warst, hat es da ein bisschen Bammel auf so einem großen Platz? Oder? Nö, überhaupt nicht. Hast gedacht, komm, wir machen das mal. Genau. Supi, Genau. Ja, so muss das sein. Ja. Tschüss. Das heißt, die war denn wie alt? Nee, das ist unsere. Das ist deine? Oh, das tut mir leid. Das erste Mal hier. Das erste Mal hier. Ist das schön hier? Ja, super.
Viel Was ist das Platz. Schönste eigentlich? Was das Schönste ist, wir sind erst 2 Tage da. Das Meer, der breite Strand. Okay. Man hat Platz und Ist sauber hier? sehr sauber. Okay. Und die Leute, sind die irgendwie, ich sag mal, durchgehend jetzt betrunken oder so und ich sag mal, randalieren? Nee, oder? überhaupt nicht. Die sind alle hier gesittet, oder? Sehr gesittet. Man hört früh auf und kann dann am nächsten Tag wieder früh anfangen. Okay. Ist das hier jetzt für dich jetzt schon ein bisschen Erholung? Oder? Super Die Erholung. 2 Tage? Ja, auf jeden Fall. Und du warst schon mal mehr? Natürlich. Alles klar. Ciao. Massimo, Ja. immer am Handy. Du. Das ist. Ich tue ja arbeiten. Okay. Ja. Das ist so. Es läuft ja eigentlich ganz rund, muss man sagen, aber es kommt immer was Außergewöhnliches, oder? Zum Beispiel, was kommt so gerne mal? Es kann immer mal was passieren. Ja, oder sagen wir, du musst dir vorstellen, wir sind wie eine kleine Stadt. Ja, eine kleine Stadt mit 12.000 Einwohnern. Und du hattest vorhin gesagt, der eine oder andere fährt mal entweder zu schnell mit dem Fahrrad oder fährt zu schnell mit dem E-Roller. Also wir sagen immer, man muss vorsichtig sein, denn es ist eine Kleinstadt und Rücksicht auch auf die anderen Gäste ist das Wichtigste. Ja, du kannst zum Beispiel, vorhin hat mir eben ein Mitarbeiter erzählt, dass ein Gast mit dem Rangieren vom Wohnwagen eben den Rückspiegel von einem anderen Gast, der das Auto geparkt hat, angefahren ist. Ja, das sind halt so Sachen, die passieren können. Wichtig ist dann, dass man nur mit den Personen spricht und eben die Schuld anerkennt, also was passiert ist. Jetzt mal eine Frage, ist das hier jetzt euer Strand oder ist das hier, ich sag mal, ein Grundstück von Italien? Also es ist Grundstück von Italien, denn das ist natürlich den Strand, der kann nicht privat sein, es ist ein öffentlicher Strand. Der ist öffentlich, das heißt, wenn ich hier irgendwas liegen lasse, das sind jetzt nicht nur Hotelgäste, das können auch Leute sein, die einfach hier gewandert sind hierhin? Nee, also grundsätzlich sind die Gäste, die hier bei uns sind, das sind die Campinggäste, die direkt von uns kommen, weil links und rechts von uns gibt es eigentlich keine anderen Hotelanlagen bzw. keine anderen Campingplätze. Also weiter weg von uns sind 2 Kilometer davon freier Strand und da ist es sehr selten, dass jemand hierher kommt. So, ich zeige mal gerade, was er macht jetzt hier Corona, gerade mal fertig. Du sprichst ein bisschen Deutsch? Ja, best Italienisch. Ja. Paolo kann schon ein bisschen Deutsch sprechen. Ja, nur ein bisschen. Ein bisschen. Ich darf mal ganz kurz sagen, ist das hier ein Getränk, was gut läuft bei dir? Va bene, la bibita che stai servendo? Va benissimo così, con una fetta di lime è perfetta. Ja, Corona mit ein bisschen Lime funktioniert perfekt. Genau, wenn du mir das mal gerade in die Kamera hältst, einmal ganz kurz, mach mal ganz kurz bitte. Puoi far vedere nella telecamera? Ja, sehr schön, da ist er jetzt. Ja, ein gutes Startfoto, vielen Dank. Haben wir das da? Super Kaffee diese. Ach so, die ist schon weg. Ja, nein, die Leute sind da. Finito, okay, danke schön. So, ich zeig mal gerade, was ist da? Fuse-Tee hast du? Gut, ist das lecker? Pfirsich. Pfirsich ist das, ja. Okay. Und es schmeckt gut, fragst du? È buono? Ja, okay. Preis von dem, was ist der Preis? 2,50. 2,50? Ja. Du sprichst so gut Deutsch, warum? I don't know, sehr schön. So, jetzt sind wir gerade hier vorne mal da. Ja, die Leute haben richtig Spaß hier. Das ist aber auch ein toller Strand. Wird der oft jetzt gereinigt? Habt ihr so verschiedene Geräte, wo ihr durchfahrt? Ja, also wir reinigen den Strand jeden Tag. Ja, und jeden Tag in der Früh ab 6 Uhr wird hier gereinigt. So, ich sag mal gerade, du hast mein Video gesehen, oder? Ja, ich habe euch auch schon gesehen, ja. Okay, das ist so. Ich bin dieses Jahr mal hergekommen, weil wir einfach mal sehen wollten. Wir wollten mal ganz andere Sachen zeigen. Also das letzte Mal sind wir so durchgefahren. Jetzt wollten wir so Kundenstimmungen einfach mal zeigen. Warum hier gerade, Marina di Venezia? Was war deine... Meine Frau will immer hierher. Warum denn? Die findet das einfach schön hier für die Kinder. Immer dasselbe. Wir fahren jedes Jahr eigentlich hierher. Und es ist für dich aber schrecklich, oder? Nee, ich finde das alles in Ordnung hier. Ich gucke vorher mal Videos, dann weiß ich aber schon, worum es geht. So, ich zähle mal gerade durch. Da vorne, das ist ein Mädchen, ein Junge? Ich habe 2 Mädchen und einen Jungen. Genau, ja. So, das heißt, du hast sonst noch irgendwelche Hobbys außer Kinder? Football, Fußball. Alles klar, cool. Alles. Ungefähr wie lange seid ihr hier?
Wir sind immer so 10 Tage hier. Wir fahren aber auch ungefähr mal 7 Tage hier runter. Und Also locker. ja, ganz entspannt immer, ja. Das heißt, ihr macht immer Pause. Dann Genau. okay, cool. Aber ich muss mir ja immer deine Videos vorher noch angucken hier, weißt du, über die ganzen Wohnmobile und Wohnwagen. Und deswegen habe ich das letzte Video hier auch gesehen. Du bist das. Ja, ich bin das. Sehr schön. Aber ich sag mal so, das ist schon ein cooles Erlebnis, wenn man hier ist. Wir selbst haben ja nicht so einen schönen Strand in Deutschland, ne? Na klar, wir haben auch schöne Strände, aber hier wissen wir wenigstens, dass wir ins Wasser gehen können und 30 Grad haben, ne? Ja, absolut. So, ihr seid woher kommt ihr aus welchem Ort? Braunschweig. Braunschweig. Vielen Dank. Gerne. Ciao, ciao. So, da kann man sich natürlich schon unterhalten. So, und wir gehen mal zurück. Also das nenne ich mal einen Strand, hat aber ein bisschen was damit zu tun, ihr seid ja nicht sehr tief, ihr seid sehr lang und das entspannt die ganze Sache enorm, oder? Das heißt vom Platz her. Ja, also der Strand ist natürlich riesig, ja, und so wie auch der eine oder andere sagt, oder wenn du jetzt hier so siehst und vorbeiläufst, es gibt schon Platz. Ja, also man kann sich den Platz frei auswählen. Wir haben nur einige Bereiche, wo eben mit Liegen angeboten werden, aber sonst kann man sich überall frei hinsetzen. Und Platz gibt es hier in Hülle und Fülle. Ja, er ist auch relativ tief. Die Sandqualität ist der absolute Hammer. Also wenn du hier reinguckst, ja. Aber das ist auch wieder viel Arbeit. Das heißt also, die einen oder anderen, ich sag mal, ist nicht jeder so sauber oder sind die Leute schon, die nehmen es sehr ernst hier, die hier sind? Schauen wir so, natürlich hängt viel auch von den Gästen ab, die natürlich, wenn man Müll produziert, wenn man etwas isst, wenn man etwas trinkt und so, dass man... Ciao, ciao. Die sind auch schon ewig dabei hier? Die? Ja, ich glaube, sie kommen auch schon seit vielen Jahren. Da quanti anni è che venite in campeggio? Seit 40 Jahren kommen sie hier auf den Campingplatz. Ohne Scheiß, echt? Ja, ja, ohne. Seit 40 Jahren? Come no, certo. No, dai, sono fatta male, dai. Ma no, was tutto bene. Was hast du gesagt? Ja, sie sagt, schon schön filmen mich, ja. Was? Ich soll Sie filmen. Hallo. Wie ist Ihr Name? Come ti chiami? Agnese. Agnese. Sì. Okay. Und ihr seid woher aus Italien? Da dov'è che venite? Da provincia di Padova, Bovolenta. Ist das weit weg? È distante? 120. 120. 120 Kilometer. 120 du kannst ja perfekt Italienisch. Ja, ich spreche ja Französisch ein bisschen, ja, und dann ist das so ähnlich, aber das ist wunderschön. Seit 40 Jahren. Da 40 anni che venite qua. Seit 1982. Okay, das heißt, da warst du 4 Jahre alt, richtig? Da war ihr 4 Jahre alt, oder? Wer 4 Jahre? Ja, vor ungefähr 40 Jahren. Avevi 4 anni 40 anni fa? No, io ne ho 71 adesso. No, 70 habe ich jetzt. Ho fatto crescere le mie bambine e siamo diventati nonni anche qui. Also ich habe meine Kinder hier großgezogen, ja, und wir sind hier auf dem Campingplatz auch Opa und Oma geworden. Sie ist 71? Er hat 71 Jahre, ja. Das okay, die Enkel. Die kleinen Enkelkinder. Die kleinen Enkel, ja. Okay, wunderbar. Grazie. Grazie mille. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao. Boah, ist das schön zu sehen hier, oder? Das sind doch Geschichten, die das Herz zerreißen, oder? Ja, also das Tolle hier ist, man kennt immer wieder Gäste, die seit mehreren Jahren kommen oder in 2., 3. Generation hierher kommen. Und irgendwo fragen auch wir uns oft, ja, warum, wieso? Immer hier, immer den gleichen Campingplatz. Aber die Frage ist, oder die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Die Leute fühlen sich hier wohl und wenn man sich wohlfühlt, dann kommt man auch gern wieder. Ist jetzt eigentlich privat der Campingplatz? Ist es hier eine AG, eine Aktiengesellschaft oder wie ist es aufgebaut? Also der Campingplatz, es ist eine Gesellschaft, es ist eine Aktiengesellschaft, die aber seit 1958 immer von den gleichen 2 Familien geführt wird. Okay, das heißt, ich habe gehört, es gibt nämlich auch Campingplätze, da ist die Stadt zum Beispiel beteiligt oder hier der Kreis ist beteiligt und so weiter. Das hier ist privat, oder? Das hier ist ein privates Unternehmen, ja. Ihr macht das gut. Also ich muss wirklich sagen, ich habe selten Campingplätze erlebt, wo so krass, du kannst fragen, egal wen du willst, ja, wir können hier gar nichts faken. Es gibt kaum Leute. Klar, ich meine, du sagst dann anschließend, dann kommt halt nicht mehr wieder, aber das ist ja auch kein Argument, oder? Nee, also das ist nicht unser Ziel. Also unser Ziel ist es ja, hier den Gästen einen schönen Campingplatz anzubieten, die Dienste womöglich immer zu verbessern. Und wir möchten ja, dass die Gäste immer wieder kommen. Und deswegen ist für uns auch wichtig, dass die Gäste zufrieden sind und dass wir auch verstehen, wenn etwas nicht ganz so gut gelaufen ist, wie sich jemand das vorgestellt hat, dass wir irgendwie einen Weg finden, um es in Zukunft eventuell verbessern zu können.
Also, da vorne ist das Restaurant? Genau, ganz da vorne ist das Restaurant. So, da fahren wir gleich mal hin. Denn das wollte ich mir mal anschauen. Es gibt nichts Schöneres. Das hat wie lange auf abends eigentlich? Also abends bis 24 Uhr. Also ganz, die Küche schließt um 10 Uhr. Also ganz da hinten der Punkt. Da könnt ihr dann mit eurer Liebsten oder eurem Lieben dann einen Termin vereinbaren. Da kann man reservieren. Das ist eins von 2 Restaurants. Da kannst du reservieren? Genau, beim Restaurant Calice Mare kann man auch direkt reservieren. Das gucken wir uns heute Abend an. Das ist natürlich abends, wenn du hier aufs Meer blickst, das vielleicht auch ein bisschen kühler ist, muss man sagen. Ja, dann ist das noch ein bisschen schöner, oder? Würde ich schon sagen. Ja, also wenn die Temperatur ein bisschen angenehmer ist, ja, wenn es so abends ein bisschen abkühlt, dann ist es richtig angenehm. So, da vorne, da ist die Family, die gehen zum Strand. Hallo? Ja. Hallo. Ist das nicht zu warm für den Strand? Jetzt so ins kühle Wasser springen, das ist doch unangenehm, oder? Ja, total unangenehm. Das Wasser ist echt sehr kalt. Ihr seid auch aus Bayern? Ja. Okay. Ich zeig mal gerade, das ist ein Cruiser. Habt ihr keine Angst, dass er geklaut wird? Nee. Die sind unglaublich gefragt, weißt du das bei dem? Das stimmt, ich habe meinem Bruder vorher gerade erzählt, dass ich den bestimmt irgendwann mal gut weiterverkaufen kann. Das ist so. Ist das ein schöner Platz hier? Warum seid ihr hier? Was so schön? Ich bin zum ersten Mal da, aber es ist... Mal? Ja. Okay. Ist echt schön, ja. Du, denkst du, warum ist das so schön? Warum es so schön ist? Ja, wir sind zum 6. Mal da. Ja. Weil es für die Kinder einfach top ist. Der Strand ist einfach der ist riesig. Klasse, aber ist riesig. Hast du nicht Angst gehabt, so einen riesen Campingplatz, so das erste Mal, wo du da warst, ja, und dann, ich sag mal, läuft sich einer über die Füße oder so? Nein, das verliert sich. Verliert sich? Ja. Cool. Aber die Kinder, die haben immer was zu tun. Die können sogar mit dem Fahrrad, können die hier, glaube ich, Kilometer fahren, haben die keinen Platz zweimal gesehen. Wird so sein, ja. So, ich halte euch nur auf, ihr wollt zum Strand. Tschüss. Ciao. Ciao, tschüss. Ihr habt viele Bayern, oder? Ja, das sind jetzt die Sommerferien, wo eigentlich Bayern, Baden-Württemberg bis fast zu 10., 12. September immer Sommerferien haben. Deswegen haben wir hier auch so viele Bayern und Baden-Württemberg. So, jetzt wird es in Deutschland immer heißer. Viele Leute haben aufgrund des Geldes natürlich gesagt, komm, wir bleiben zu Hause, wir müssen das Gas und den Strom noch bezahlen. Ist das ein Thema für nächstes Jahr? Merkt ihr schon so ein bisschen, dass das etwas verhaltener ist oder die richtigen Fans lassen sich da nicht abschrecken? Also wir zurzeit haben wir den Campingplatz eigentlich sehr viele Gäste, also der Campingplatz ist ausgebucht. Wir spüren schon, wenn man mit den Gästen so ein bisschen spricht, dass irgendwo der ein oder andere schon den Hintergedanke hat. Ja. Jetzt im Oktober, oder man hört überall in den Nachrichten und so, dass die Strompreise, Gaspreise steigen werden. Ja, und das ist schon ein Thema, das der eine oder andere natürlich im Hinterkopf trägt. So, ihr macht hier zu, da drüber ist NATO-Stacheldraht, wie ich sehe. Das heißt, es ist extrem safe. Aber ihr habt ganz wenig Probleme, oder? Diebstahl oder ich sag mal irgendwie Gewalt, oder das ist hier kein Thema, ne? Also sagen wir, es ist zum Glück kein Thema. Ja, das ist natürlich immer, bei so vielen Menschen könnte natürlich sehr viel passieren. Aber zum Glück, muss ich sagen, haben wir hier im Campingplatz keine solcher Probleme. Okay. Toi, toi, toi. Bis gleich. Wir machen einen kurzen Cut, wechseln die Kamera und dann geht's weiter. Ciao. Ciao.